Hallo René hier. Dieses Video habe ich für Sie produziert, während hier in Thailand der Teufel los war. Die Wellen der Begeisterung schlugen hoch, denn landesweit wurde vom 13. bis zum 15. April das Songkran Festival, das Wasserfest, gefeiert, das zugleich den Beginn des neuen Jahres nach hiesiger Zeitrechnung bedeutet. Heute präsentiere ich Ihnen den dritten Teil meiner Zusammenstellung außerordentlicher Aufnahmen, die interpretatorisch und klanglich aus der Masse herausragen. Sollte meine Empfehlungen für Sie hilfreich sein, hinterlassen Sie bitte ein Like oder einen Kommentar, denn Big Brother YouTube beobachtet nicht mich, sondern Sie und Ihre Reaktionen peinlich genau. Während das erste Video der Serie fast 1400 Aufrufe erhielt, wurde das zweite nur 400 Mal angeschaut. Die absolut gleiche Machart, das gleiche dumme Gesicht, aber wieder mal 1000 Leute gestorben. Ziehen Sie bitte Ihre eigenen Schlüsse. Und nun beginnen wir mit Little Red Rooster. Komponiert hat diesen Song der 1992 verstorbene Willie Dixon und 1961 hat ihn Howlin' Wolf mit Hubert Sumlin an der Sologitarre aufgenommen. Sie sehen Sumlin links im Foto. Ich werde anschließend nochmal auf ihn zurückkommen. Aber 1964 machten die Rolling Stones das Lied erst so richtig berühmt. Es ist der einzige Blues-Song, der jemals in England die Nummer 1 in den Charts wurde und insgesamt 5 Wochen in den Top 10 blieb. Richard Bargel und ich waren damals erst 13 Jahre alt. Aber diese Monoaufnahme hat uns beide zutiefst beeindruckt. Mein Leben lang war die Version der Stones ein nicht loszuwerdender Ohrwurm für mich, aber während ich meine Jahre verplempert und meine Chancen, berühmt zu werden, verspielt habe, hat Richard Bargel 1970 seine Karriere als Bluesmusiker gestartet und sich nach langem Überlegen 2008 mutig entschlossen, den Titel bei Meyer Records neu aufzulegen. Got a little red rooster, too lazy to call for day. Ich finde die lässige Art, wie Jagger das vorgetragen hat, bis heute unnachahmlich, aber die Klangqualität kann ich mittlerweile nicht mehr aushalten. Und deshalb bin ich froh, dass es Bargels wirklich toll aufgenommene Alternative gibt. Das Solo-Gitarrenfeuerwerk braucht Zeit und so ist aus den 3 Minuten der Stones ein fast 9-minütiges Epos geworden. Am I Black Enough for You? Fragte 1972 Billy Paul, und bei dieser Einspielung muss ich zugeben, es fehlt trotz aller Anstrengung ein wenig an Blues-Authentizität. Die werden Sie vielleicht eher bei einem Stück wie Sometimes I'm Right von Hubert Sumlin spüren, den ich vorher als Begleitgitarristen erwähnt habe. Sie finden die Nummer auf der CD Blues Guitar Boss, 1990 im Triple X Studio in London aufgenommen und herausgegeben und 2005 nochmal als SACD veröffentlicht. 2011 ist Sumlin wegen Herzversagen gestorben. Spulen wir 4 Jahre weiter nach vorn, kommen wir auf der Zeitleiste ins Jahr 2015
zu einer Aufnahme von Indra Rios Moore mit dem Titel Blue Railroad Train auf der CD Heartland. Indra wurde in den USA geboren, ihre Mutter ist Puerto-Ricanerin, ihr Vater Moore ist Bassist. Sie lernte über ihr Gesangsstudium den dänischen Bassisten Thomas Seiten kennen, den sie heiratete und dem sie 2007 nach Dänemark folgte. Das erklärt die überraschend große Anzahl von Stücken mit dänischen Titeln auf ihren CDs und die Herkunft der anderen Musiker. Benjamin Traerup am Saxophon und an der Klarinette und Uffe Steen Jensen an der Gitarre. Nur Jay Belrose, der Drummer, ist Amerikaner. Ich nenne hier ausnahmsweise die Musiker einzeln, weil sie mich in ihrer Zusammenarbeit mit der Sängerin durch ihren individuellen Stil beeindruckt haben. Blue Railroad Train ist wie das meiste der Gruppe eine Mischung aus Jazz und Blues mit fließendem, gemäßigtem Rockabilly-Rhythmus, feinfühligen Saxophonverzierungen von Traerup und der angenehm singenden Blues-Solo-Gitarre von Jensen. Indra betet den Text nicht trocken herunter, wie leider so manche andere. Ihre Stimme schwingt sich zwischen den Soli elastisch auf und ab. Interessant, wenn gelegentlich ein Ton von der Stimme oder den Instrumenten gezogen wird, wie eine auf dem Gitarrenhals geschobene Saite. Hübsch auch der Hawaii-Gitarreneffekt per Vibrator, was dann an eine Slide-Gitarre erinnert. Wenn Sie Pink Floyds Money mal ganz anders hören wollen, probieren Sie ruhig Indras Coverversion, welche die Reize des Songs in völlig andere, vor allem sensiblere Richtungen auslotet. Money is a gas. Für die Stunden nach Mitternacht empfehle ich Azure, ein einschmeichelndes Slow-Rock-Lied, einfühlsam vorgetragen mit behutsamer Saxophonbegleitung, und From Silence, ein weiteres melodisch ruhiges Stück. Besonders gefallen hat mir Heroes, eine David Bowie-Komposition von 1977 über zwei Liebende, die sich heimlich im Schatten der Berliner Mauer treffen. Aus dem musikalischen Gehacke, Bowie-Fans mögen mir das Wort bitte verzeihen, wird durch Indras gesanglich kunstvolle Hingabe und die eindrucksvolle Instrumentierung der Begleitmusiker ein 7-Minuten-Stück, das im Ohr hängen bleibt. Your Long Journey klingt bei Doc Watson und Alison Krauss mit Robert Plant in der Country-Instrumentierung für meinen Geschmack arg blechern und dürr. Das Lied ist ein bisschen schnulzig, emotionsgeladen und sentimental, denn das Thema ist der Abschied für immer. Ähnlich vergleichbaren Stücken wie dem Tränendrüsendrücker Danny Boy. Aber das tut der Musik keinen Abbruch und ich finde, Indra muss im Vergleich mit solchen Konkurrenzaufnahmen nicht zurückstecken. Die zahlreichen Funde haben mich bewogen, auch mal an einer anderen CD der Künstlerin zu schnüffeln, und tatsächlich fand ich auf Carry My Heart zwei hübsch interpretierte Oldies, nämlich I Can See Clearly Now und den Curtis Mayfield-Hit Keep On Pushing. Falls Ihnen das alte, von den Impressions aufgenommene Lied zu obsolet und vielleicht ein wenig zu schrill ist, dann ist die Aufnahme mit Indra womöglich ein sinnvoller Ersatz. I gotta keep on pushing. I can't stop now. Sie hat die Begabung, mit weicher Stimme und dezenter Ausdruckskraft so manchem Ladenhüter eine alternative Geschmacksrichtung zu verleihen und ihn neu zu vergolden. Vielleicht haben Sie sie 2019 in Heubach bei Weilheim oder anderswo ja schon live erlebt. Wenn Sie es aber extrem flaum und kuschelweich wollen, müssen Sie bei Valerie Choice suchen. Little Wing ist eine Hendrix-Komposition von 1967, zu finden auf seinem Axis-Album.
Das Lied war zahmer, als man es sonst von Hendrix gewöhnt war, und die seit 1991 in Seattle in Amerika lebende gebürtige Japanerin Valerie Joyce, Songwriterin und Pianistin in Personalunion, hat die Atmosphäre der esoterischen Schutzengel-Halluzination auf die Spitze getrieben. Das ist eine geradezu ätherische Interpretation. Well, she's walking through the clouds. Well, she's walking through the clouds. Valeries Stimme wirkt gehaucht, fast unsubstanziell, aber ihr energievoller Atemstrom trägt den Hörer trotzdem schwerelos durch das Lied, das auf meiner Female Voice Soft Jazz Favoritenliste steht. Ihr Stil kann allerdings die Gemüter spalten. Und ich muss gestehen, das ganze Chesky-Album New York Blue von 2025 könnte ich wahrscheinlich auch nicht auf einen Zug durchhören. Aber in homöopathischen Dosen ist ihr Stil wunderschön romantisch, entspannend und eine Empfehlung wert. Denn sie hat die Zartheit ihrer Stimme in Kunst transzendiert. Bei ihr ist der Pastellstil nicht ein Mangel, sondern eine individuelle, auf die Spitze getriebene Technik. Und ihr Erfolg scheint ihr recht zu geben. Ganz anders ist das bei dem folgenden Instrumentalstück, einer Pianonummer mit dem programmatischen Titel Heartwarming Night of Crickets von der CD Senders. Niemand anders könnte das so spielen wie Omar Sosa. Seine Finger streichen mit unglaublicher Zartheit und Leichtigkeit über die Tasten. Die Melodie ist niemals vorhersagbar, die Töne tauchen überraschend auf, wie die Quanten in einem Physikexperiment und verhallen wieder. Zusammengehalten werden die schwebenden Gebilde von einem perkussiven Grundmuster. Das Geniale sind die dann hinzukommenden Synthesizer-Schleier, welche die Bühne in endlose Weiten hinaus öffnen. Der Klang hebt für den Hörer die Gesetze der Gravitation auf und vermittelt ihm das Gefühl, über Sosas nächtlicher Landschaft zu schweben, und manchmal hören wir sogar wirklich das Zirpen der Grillen durch. Was auch immer Sie selbst in dem durch die Musik ausgelösten Kopfkino erleben mögen, das Musikvideo bietet teilweise visionäre Bilder von cineastischer Qualität. Das Stück stammt von der CD Senders. Aufgenommen wurden die 11 Tracks in der Fazioli Concert Hall in Norditalien schon 2020, zu Beginn der Covid-Periode, die es Sosa ermöglichte, in der erzwungenen Klausur noch schöpferischer zu werden als sonst. Die CD erschien aber erst Ende 2025 unter der Kategorie World Fusion. Das Audioalbum finden Sie hier. Während dieser Clip, Something from Home, mehr mit digitalen Spielereien unterlegt ist, bietet Heartwarming Night suggestive Bilder zur Illustration der musikalischen Aussage. Wieder mal ein gutes neues Jahr nach Deutschland und Sawati Bimai für meine Klangwelt-Zuschauer hier in Thailand. Tschüss. Und ich frage mich, wie es zu Handels Zeiten wohl zuging. Und wie die Unfallbilanz am Ende des Festes aussah. Hoffentlich nicht so. Vielleicht waren die Leute damals ja auch noch trinkfeste.